Was passiert, wenn ich eine Woche zu allem Ja sage? Hi, ich bin Josef und ich werde ab heute zu allem Ja sagen. Außer es ist gesundheitsgefährdend für mich oder andere. Und wenn ich lieber Nein sagen würde, zähle ich das mit. Wollen Sie das Auto kaufen? 100.000 Euro. Mein Freund und ich sind Zwinger. Ich fliege morgen wohl ins glücklichste Land der Welt. Ja. Wer es öfter sagt, soll sein Leben verändern können. Ja sagen kann helfen, Selbstzweifel zu überwinden, sich selbst weniger im Weg zu stehen, sich überraschen zu lassen, mutiger zu werden, sich zu öffnen und die Welt ganz neu zu entdecken. Es kann aber auch komplett schief gehen. Wollen Sie das Auto kaufen? Ja, und was ist mit persönlichem Wachstum? Schränkt das ständige Ja-Sagen das ein oder fördert es persönliches Wachstum sogar, weil ich mich Situationen aussetze, die ich sonst vermeiden würde und mich so weiterentwickeln kann? Welche Situationen werde ich erleben? Welche Orte entdecken? Uff. Ich habe nicht erwartet, dass dieses Experiment so wild wird. Ich werde ab heute zu allem Ja sagen. Wichtig ist aber, dass ich das nicht komplett geistlos mache. Ich werde mich für dieses Selbstexperiment bei jedem Ja selbstbewusst und klar dafür entscheiden. Ich werde versuchen, das alles wirklich zu wollen und mich darauf zu freuen. Ich bin echt gespannt, ob das klappt. Ja, ich sag oft Nein zu Möglichkeiten. Aus Angst, Faulheit oder einem Mangel an Selbstbewusstsein, Dinge für mich zu beanspruchen. Es hat auch Auswirkungen auf meinen Beruf als Regisseur. Die Pandemie hat dazu geführt, dass ich mich von Dreharbeiten in Brasilien oder der Arktis und großen Filmsets immer mehr zurückgezogen habe. Stattdessen arbeite ich fast nur noch von zu Hause aus. Ich schreibe Hörspiele, Drehbücher und Formate für Web und Fernsehen. Ja, ich gebe mir kaum noch die Chance, etwas außerhalb dieser vier Wände zu erleben. Bis jetzt. Das Erste, was mir wirklich krass auffällt, sind meine E-Mails. Ich bekomme so viele Anfragen unterschiedlichster Art jeden Tag. Darunter sind natürlich auch Produktanfragen und so Placement-Anfragen. Grüße an Rob Bubble, aber ich nehme jetzt mal alles an. Ich war selten so dankbar für meinen Spam-Filter. Der funktioniert wirklich gut. Aber auch alle anderen E-Mails mit Ja zu beantworten, sorgt schnell für einen sehr vollen Kalender. Aber mit einer Sache habe ich dabei nicht gerechnet. Mein Kopf ist entspannter, weil ich gar nicht mehr nachdenken muss. Ich muss ja nichts entscheiden. Die Antwort ist immer Ja, 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 ja. Entscheidungen ermüden das Gehirn. Und so wird unser Gehirn im Laufe des Tages immer schlechter darin, die beste Wahl zu treffen. Eine Studie der Uni Cambridge über 30 Menschen, die durchschnittlich 46 Kreditanträge am Tag bearbeiteten, weist darauf hin, dass bereits nach 11 Uhr die Fehlerquote deutlich ansteigt. Müde Menschen treffen tendenziell schlechtere Entscheidungen. Weniger Entscheidungen pro Tag und mehr Pausen könnten dieses Problem lösen. Wenn man müde ist, lohnt es sich also umso mehr, über Entscheidungen eine Nacht zu schlafen. Oder man sagt einfach zu allem Ja. Über eine Sache habe ich, glaube ich, nicht ausreichend nachgedacht. Ich muss ja auch zu allem Ja sagen, was mir online begegnet. Zum Beispiel Werbung. Jetzt einen Film schauen? Ja. Direkt danach eine ganze Serie? Ja. Brauche ich ein neues Konto? Ja. Sollte ich mir Luxusautos anschauen, die ich mir eh nicht leisten kann? Natürlich. Oh, bitte frag mich gleich nicht, ob ich den Wagen kaufen will. Ich habe das Gefühl, ich habe heute richtig viel geschafft. Dabei habe ich beruflich gesehen überhaupt nichts geschafft. Aber meine Laune ist bestens. Zu allem Ja sagen kann viele Vorteile haben, wie mehr Harmonie durch weniger Konflikte und die Chancen auf neue Erfahrungen. Nachteile kann es aber auch geben, wie den Verlust von Selbstständigkeit, da das Wort Ja alle Entscheidungen diktiert. Es kann zu fehlender Glaubwürdigkeit führen, wenn man zu allem Ja sagt. Und natürlich der Gefahr, ausgenutzt zu werden. Im schlimmsten Fall bleibt man am Ende überlastet und mit mangelnder Selbstachtung zurück. Etwas, das mich bereits am zweiten Tag kalt erwischt. Ich habe die E-Mail-Situation etwas verkannt. Jeder Nachfrage nachzukommen frisst Zeit. Manche Situationen entpuppen sich als überraschende Momente, wie ein Telefonat mit einer sehr sympathischen Zuschauerin. Aber dann erhalte ich auch 2 Anfragen, die mich nicht so begeistern. Ich habe eine Anfrage zum Video zum Jahrestag von einem Pärchen. Er möchte für sie ein Video und hat exakt beschrieben, was er sich vorstellt. Und das geht ziemlich unter die Gürtellinie. Kannst du mir bitte Folgendes aufnehmen? Hey, du kleine... Anfragen, um für Leute so Videobotschaften aufzunehmen, bekomme ich öfter mal. Das ist tatsächlich recht zeitaufwendig, deswegen sage ich da meistens nicht Ja. Aber jetzt muss ich. So seltsam die Anfrage auch ist, oder? Überspringen wir das kurz für einen Moment, denn es gibt auch noch eine zweite Mail, die ziemlich pikant ist. Mein Freund und ich sind Zwinger. Stopp. Eins nach dem anderen. Was passiert eigentlich, wenn ich zu etwas Ja sage, das ich gar nicht machen kann? Ich würde für das Interview gerne Ausschnitte aus deiner ZDF-Serie einbauen. Geht das? Ich kann doch nicht einfach die Rechte einer ZDF-Serie freigeben. Das darf ich überhaupt nicht. Ja, das geht bestimmt. Aber dafür musst du dich ans ZDF wenden, weil ich die Rechte an der Serie nicht verwalte. Ich kann natürlich nicht für jemand anders Ja sagen. Also muss ich das dem ZDF überlassen. Zu diesem Zeitpunkt sieht mein Counter übrigens so aus, aber das hier waren alles Peanuts. Denn ab jetzt betrete ich eine ganz neue...
Mir war nicht klar, wie perfekt sich Schuhe anfühlen können. Ich trage seit Jahren immer die gleichen und habe mir wenig Gedanken darüber gemacht, bis ich Ja gesagt habe. Zu Schuhen aus Eukalyptusfasern? Gieswein ist ein österreichisches Familienunternehmen und bietet neben diesen veganen und ganz ehrlich bequemsten Schuhen, die ich jemals getragen habe, auch Schuhe aus Wolle an. Die sind unfassbar angenehm zu tragen. Gieswein-Schuhe sind geruchsneutral. Die Stoffherstellung erfolgt vor Ort in der eigenen Wollmanufaktur in Tirol und alle Rohstoffe sind 100% nachwachsend. Es gibt eine große Auswahl, die auch für die kalte Jahreszeit perfekt passen. Und neben Schuhen gibt es auch Mützen, Sportbekleidung und eine Menge Zubehör. Schaut unbedingt mal bei Gieswein vorbei und schreibt mir, ob ihr auch das Gefühl habt, dass sie sich wie eine zweite Haut anfühlen. Und mit dem Code TheChangeman bekommt ihr jetzt 20% auf das komplette Sortiment. Oh, bitte frag mich gleich nicht, ob ich den Wagen kaufen will. Wie viel kostet der? Der liegt bei 110.000 Euro. Dieses Experiment könnte dazu führen, dass ich gleich pleite bin. Denn ich erlebe Elektromobilität bei einem Autohaus, das weit davon entfernt ist, für mich bezahlbar zu sein. Dieses Auto kostet über 100.000 Euro. Ich sage Ja zur Möglichkeit, ein Autoprobe zu fahren, das ich mir niemals leisten könnte. Und wollen Sie das Prachtstück kaufen? Wie soll ich darauf antworten? Die erste Regel des Impro-Theaters lautet, sag niemals Nein, sondern immer Ja und. So gerät eine Szene nie ins Stocken und es geht immer weiter. Und auch bei mir geht es wesentlich weiter, als ich es unter normalen Umständen zugelassen hätte. Aber bevor ich mich in einer ziemlich unmöglichen Situation wiederfinde, springen wir erstmal ein paar Tage zurück. Ihr erinnert euch sicher noch an diese, ich sag mal, charmante Anfrage von Tag 2. Wie bin ich da eigentlich rausgekommen? Ich habe mich rausgemogelt. Ja, sehr gerne. Ich mache es sogar noch besser. Ich habe ein unverfängliches Video aufgenommen, das auch ganz gut ankam bei den beiden. Und bei der anderen Anfrage, Mein Freund und ich sind Swinger und würden dir gerne einen Dreier vorschlagen. habe ich mich so aus der Affäre gezogen. Haha. Ja, das wäre etwas für mich, aber ich glaube eher in einem anderen Leben. Streng genommen habe ich hier Nein gesagt. Und das wird mir später auch klar. Daher verschärfe ich das Experiment am Ende nochmal extrem. Und das hat extreme Auswirkungen. Aber vorher rette ich mich selbst vor der finanziellen Pleite. Und wollen Sie das Prachtstück kaufen? Ja, aber das kann ich mir einfach nicht leisten. Wow, das ist ja lame. Ich schummel mich ja hier aus den spannendsten Situationen raus. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und daher habe ich das Experiment verschärft und erlebe die wohl größte Überraschung der ganzen Woche. Ich lande im glücklichsten Land der Welt. Und jetzt bin ich hier. Und dafür musste ich nur eine Sache ändern. Keine Ausreden mehr, keine Auswege mehr, ein klares Ja zu allen Möglichkeiten. Doch bevor das möglich wird, muss ich erkennen, dass ich nicht nur in logischen Situationen Nein sage, sondern mich tatsächlich selbst belüge. Ich habe gerade in die Kamera erzählt, wie cool der Morgen war mit der Probefahrt und dass seitdem ja nichts mehr passiert ist, dass alles so ruhig geworden ist. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich aktiv verhindere, dass überhaupt Situationen entstehen können. Und das nicht erst seit heute. Mein Gehirn trickst mich aus. Wenn ich etwas nicht machen will, findet es 1000 gute Gründe, warum es gerade sowieso nicht anders geht. Ganz unbewusst. Und euch passiert das auch. Das Gehirn neigt dazu, Ausreden zu finden, um unser Selbstbild zu schützen. Ausreden helfen dabei, uns besser zu fühlen, indem sie unser Verhalten entschuldigen oder weniger schlimm erscheinen lassen. Ich wollte öfter joggen gehen, aber das Wetter war zu schlecht oder der Kalender zu voll. Ich wollte mehr Geld sparen, aber die Angebote zur Black Week waren so günstig. Ich wollte mich gesünder ernähren, aber der Stress hat mich davon abgehalten. Dieses Verhalten nennt man auch kognitive Dissonanz. Kognitive Dissonanz ist das unangenehme Gefühl, wenn das, was wir denken und tun, nicht zusammenpasst und wir versuchen es durch Ausreden und Rechtfertigungen zu relativieren. Ich meide soziale Interaktionen und das Internet so gut es geht. Vor allem um Werbung zu entgehen, die mich zu Aktionen zwingen könnte. Außerdem verdrehe ich Fragen im Kopf. Statt, soll ich jetzt rausgehen und eventuell Menschen treffen, die mir Fragen stellen, denke ich lieber, soll ich heute den ganzen Tag drin bleiben? Und sage damit eigentlich Nein zu neuen Möglichkeiten. Ab jetzt sage ich nochmal ganz klar Ja, mit voller Absicht, mit Vorfreude. Und dann gehe ich raus in die Welt und werde sofort überrascht. Darf sonst noch was sein? Ja. Ich habe jetzt Brot für die Welt. Ich habe für fast 50 € Backsachen eingekauft. Ja, für den Witz spende ich besser mal 50 €. Aber tatsächlich bringt der 5. Tag die größte Veränderung für mich. Und das mit langfristigen Auswirkungen.
An Tag 5 stolper ich über eine Möglichkeit. Eine Aufforderung, ein Versprechen. Und während es in Deutschland bereits ziemlich kalt und eisig ist, sage ich Ja zum minus 19 Grad und fliege spontan nach Finnland. Diese Reise hier reißt zwar ein ziemliches Loch in mein Budget, verschafft mir aber auch die einzigartige Chance, wirklich mal wegzukommen von allem. Und ich löse endlich ein Versprechen ein, das ich mir selbst gemacht habe. Nichts mehr aufschieben. Erinnerungen schaffen, statt Materielles zu kaufen. Und ich merke jetzt auch aktuell, wie viel mehr mir das wert ist. Ich habe seit der Pandemie viel zu selten die Chance genutzt, Urlaub zu machen oder wirklich rauszukommen. Ich habe eigentlich gar keinen Urlaub mehr gemacht. Dieses Experiment hat mich dazu gezwungen. Ich habe in Saunen gesessen, bei klirrender Kälte die Sonne um 15 Uhr untergehen sehen, Sport in Bunkern getrieben und mich komplett in die Mentalität der Finnen verliebt. Das war wirklich toll und unter normalen Umständen hätte ich diese Reise vermutlich nicht gemacht. Ich hätte mit ziemlicher Sicherheit nein. Und damit ich nicht vergesse, wie sich das anfühlt, sage ich einen Tag lang nur nein. Und wie heftig das werden kann, behandle ich in einem extra Video. Dabei fällt mir eine Sache auf, die mir noch nie so klar war wie jetzt. Um Ja sagen zu können, muss man Nein sagen können. Ohne die Option auf ein Nein kann es kein echtes Ja geben. Man muss die Wahl haben, um sich wirklich für etwas zu entscheiden. Richtig Ja sagen ist nicht einfach. Vielleicht helfen dir diese 10 Schritte dabei, dem Ganzen etwas näher zu kommen. Stopp gerne das Video, um alles in Ruhe zu lesen. Als Selbstständiger zu allem Ja zu sagen, ist eine Katastrophe. Hätte ich das gemacht, wäre nicht nur mein Ja, sondern vermutlich auch mein Image ruiniert. Und ihr würdet hier bald Werbung für Krypto-Casinos oder moralisch verwerfliche Marken sehen. Ich habe auch hier ein bisschen getrickst und jede Anfrage mit Ja beantwortet, die kam, aber ja, natürlich mache ich gerne Werbung für Ihr Online-Casino. Für 950.000 Euro, für 2,5 Millionen, 9,9 Millionen, 499 Millionen Euro. 110.000 Euro. das ist mein Endcounter. Besondere Grüße gehen raus an William, der dieses Experiment gleichzeitig gemacht hat, aber viel schneller war mit Filmen und Schneiden. Schaut gerne mal rein und bis bald.